Hallo Freunde der Werkstatt! In diesem Video geht es über FI, LS und FI-LS. Die Grundlagen, ihre Funktionen, wie die aufgebaut sind, wo man die braucht. Komplett alles, was ihr wissen müsst. Mit vielen Beispielen, Berechnungen und Zusatzinformationen. Und jetzt geht's los. Der Fehlerstrom-Schutzschalter, auf Englisch RCD oder auch RCCB genannt. So sieht ein FI aus. Das ist eine zweipolige Version und das eine vierpolige. Ein FI ist zuständig für den Personenschutz, schützt auch Tiere und außerdem zuständig für den Brandschutz. Der Leitungsschutzschalter, auf Englisch MCB. Wir sprechen immer nur vom LS. Gibt es in einpoliger Ausführung, dreipolig oder vierpolig. Ein LS schützt die Leitung und zwar vor Kurzschluss und Überlastung. Jetzt gibt es auch noch den FI-LS. Das ist eine Kombination zwischen Fehlerstrom-Schutzschalter plus Leitungsschutzschalter oder auf Englisch RCBO. Das sieht nun in einer zweipoligen Ausführung so aus. Wir haben hier den FI plus den LS. Die beiden in einem Gerät sieht dann so aus und dann nennen wir das FI-LS. Hier wäre noch die Version in einer vierpoligen Ausführung. Unser FI wird direkt ab der Hauptabzweigsklemme angeschlossen, und zwar mit den gleichen Querschnitten, wie wir auch hier haben. Wie man Querschnitte berechnet oder einen kompletten Sicherungskasten verdrahtet, werde ich in einem separaten Video mal zeigen. Das Kabel kommt von der Vorsicherung auf die Klemme und von den Klemmen geht es auf den FI. Nach dem FI immer noch mit den gleichen Querschnitten auf den LS. FIs werden generell nicht in Serie geschaltet. Da gibt es jedoch Ausnahmen, da mache ich auch mal ein separates Video dazu. Und jetzt, wichtig, ein FI muss gegen Kurzschluss und Überlast vorgesichert werden, denn der FI schaltet nur bei einem Fehlerstrom ab. In unserem Fall haben wir vor unserem FI die Bezügersicherung. Das kann eine Schmelzsicherung sein, ein SLS oder ein LS. Wenn wir hier 40 Ampere haben, muss unser FI in der Regel größer oder gleich 40 Ampere sein. Wie man die Vorsicherung berechnet und in welchem Fall man keine Vorsicherung braucht, werde ich auch mal in einem separaten Video erklären. Wir haben hier den FI und hier haben wir den LS. So könnte das ungefähr aussehen. Hier ist die Einspeisung mit der Phase und dem Neutralleiter direkt von unserer Hauptabzweigklemme. Die meisten Schutzschalter können von oben und von unten eingespiesen werden, ist aber herstellerabhängig. Die Phase geht durch den FI durch und speist dann den Leitungsschutzschalter, den LS, ein und geht zum Beispiel hier auf eine Steckdose. Der Neutralleiter wird hier auf der Neutralleiter-Sammelklemme eingesteckt und der Draht geht weiter auch hier an die Steckdose und dasselbe haben wir hier mit dem Schutzleiter weiter bis zur Steckdose. Hier noch eine Darstellung mit vierpoligem FI mit 3 LS. Insgesamt 3 Stromkreise. Bitte beachten, eine Steckdose hier ist symbolisch für einen Stromkreis gedacht. Da kann es auch durchaus sein, dass 10 oder 15 Steckdosen an diesem Stromkreis hängen. Grundsätzlich müssen alle frei zugänglichen Steckdosen kleiner oder gleich 32 Ampere mit einem FI Typ A 30 mA abgesichert werden. Aber auch Licht wird über einen FI abgesichert. Bei fest angeschlossenen Geräten wie zum Beispiel Backofen, Kochfelder, Waschmaschinen usw. müssen nicht, aber können durch einen FI abgesichert werden. Jetzt schauen wir uns zuerst mal an, was der FI macht. Das ist ein Fehlerstromschutzschalter Typ A. In unserer Hausinstallation ist das der Standard FI. Der hat hier einen Bemessungsfehlerstrom von 0,03 Ampere. Das bedeutet 30 mA. Das ist auch Standard in der Hausinstallation. Das ist jetzt ein FI mit 40 Ampere. Das müsst ihr euch so vorstellen, das ist keine Sicherung. Diese 40 Ampere bedeuten nur, wenn da mehr Strom drüber läuft, geht der FI kaputt.
der schaltet nichts ab bei 40 Ampere. Der geht einfach kaputt. Der Summenstromwandler im FI drin, der misst, wie viel Strom geht raus und wie viel Strom kommt zurück. Wenn der jetzt eine Differenz bemerkt, schaltet der sofort ab. Zum Beispiel, wenn ich einen Leiter direkt anfasse, dann fließt ein Teil des Stroms durch mich durch und wird gegen Erde abgeleitet. Der FI bemerkt die Differenz und schaltet sofort ab. Das funktioniert übrigens auch bei dreiphasigen Motoren, welche gar keinen Neutralleiter haben. Wer wissen will, warum, kann gerne googeln, Thema Sternpunkt. In diesem Fall ist der Personenschutz gewährleistet, weil der FI spätestens bei 30 mA den Stromkreis unterbrochen hat. Und das innerhalb von 300 Millisekunden. Ein FI darf schon nach 50% auslösen, das heißt hier in unserem Beispiel ab 15 mA darf der auslösen. In der Regel lösen die zwischen 20 und 26 mA aus. Noch ein paar Beispiele mit Fehlerströmen. Ich stecke irgendein Gerät in meine Steckdose ein und das hat einen Fehler. Das Gehäuse steht zum Beispiel unter Spannung. Jetzt haben wir die indirekte Berührung. Sobald ich das anfasse, kann der Strom durch mich durch und macht eine Verbindung zur Erde. FI löst sofort aus. Oder zum Beispiel hier. Unser Anschlusskabel liegt irgendwo auf dem nassen Boden und hat einen Defekt. Wenn nun hier Strom abfließen kann, löst der FI auch sofort aus. Ich bohre in die Wand, erwische die Leitung, je nachdem welchen Draht ich erwische, löst der auch sofort aus. Also, fassen wir zusammen. Ein FI-Schutzschalter schützt Personen und Tiere und ist für den Brandschutz zuständig. Denn wenn Geräte oder Leitungen Isolationsfehler haben, können dadurch Brände entstehen, welche der FI-Schutzschalter erkennt und den Stromkreis unterbricht. Unser Standard-FI Typ A muss zwischen 15 mA und 30 mA den Stromkreis unterbrochen haben. Und das in einer Zeit unter 300 Millisekunden. In der Regel schaltet ein FI zwischen 20 und 30 Millisekunden den Stromkreis ab. Zusatzinformation: Damit ein FI funktioniert, muss der Sternpunkt des Netztrafos geerdet sein, zum Beispiel TN- oder TT-System. Es dürfen nach dem FI keine Verbindungen zwischen Neutralleiter und Schutzleiter bestehen, wie man das früher bei ganz alten Häusern noch hatte. PE- und PEN-Leiter dürfen nicht durch den Summenstromwandler geführt werden und wir sprechen hier von einem AC-Netz, also Wechselstrom. Was passiert eigentlich, wenn Strom durch unser Körper fließt? Es kommt auf zwei Faktoren drauf an: wie groß ist die Stromstärke und auf dieser Seite, wie lange wirkt diese Stromstärke. In diesem Bereich hier bis ungefähr 5 mA ist Strom kaum spürbar. Von 5 mA bis ungefähr 15 mA spürt man so ein leichtes Kribbeln. Ab 15 mA fangen die Muskeln schon an zu krampfen. Wenn wir zum Beispiel ein Geländer anfassen, welches unter Spannung steht, können wir das gar nicht mehr loslassen. Unser FI löst bis spätestens 30 mA aus, und zwar in einer Zeit bis maximal 300 Millisekunden. Nach ungefähr 50 mA, hier ist die Alarmschwelle. Die Atmung ist behindert, eventuell schon Herzstillstand oder Herzkammerflimmern. Nach ca. 80 mA hast du das letzte Mal mit Strom gespielt. Jetzt schauen wir uns den LS an. Der LS schützt unsere Leitung gegen Kurzschluss und Überlast. Wir haben hier einen LS B13. B ist die Auslösecharakteristik, die 13, das ist der Bemessungsstrom. Ein LS hat zwei verschiedene Auslösesysteme. Wir haben die elektromagnetische Auslösung, die ist zuständig bei Kurzschluss und bei sehr hohen Strömen. Und dann haben wir noch das thermische Auslösesystem. Wenn wir eine Überlast haben, erwärmt sich das Bimetall und der Kontakt öffnet sich.
Schauen wir uns zuerst die elektromagnetische Auslösung bei Kurzschluss an. Wir sehen jetzt hier Auslösecharakteristik B, C, D. Bleiben wir beim B. Der elektromagnetische Auslöser löst bis zum dreifachen Nennstrom nicht aus. Ab dem fünffachen Nennstrom muss er unter 0,1 Sekunden ausschalten. Schauen wir den Kurzschluss an. Wir wissen nun, dass beim fünffachen Nennstrom der LS Typ B innerhalb von 0,1 Sekunden ausschalten muss. Also machen wir mal einen Kurzschluss. Angenommen, da fließen 300 Ampere. Der LS löst innerhalb von 0,1 Sekunden aus. Angenommen, ich bohre in die Wand und erwische L und N, haben wir auch einen Kurzschluss. LS löst aus. Ich erwische N und PE. In diesem Falle würde unser FI auslösen. Nun gibt es aber auch viele Geräte, die einen hohen Anlaufstrom haben, wie zum Beispiel Elektromotoren, Schaltnetzteile, Transformatoren, aber auch Lampen können einen hohen Anlaufstrom haben. Ich zeige euch das anhand von diesem Staubsauger. Im normalen Betrieb benötigt er 4,8 Ampere. Aber in einem kurzen Moment, wenn ich den einschalte, benötigt er 23 Ampere. Gut, wir stecken nun unseren Staubsauger in die Steckdose. Der hat einen Anlaufstrom von 23 Ampere. Das ist aber unserem B13 LS eigentlich egal, denn Charakteristik B kann den 3- bis 5-fachen Nennstrom eine kurze Zeit halten. Jetzt gibt es natürlich auch Geräte wie zum Beispiel dieser Luftkompressor und das kann durchaus sein, dass der einen Anlaufstrom von 70 Ampere hat. 70 Ampere würde sofort unseren LS ausschalten. In diesem Falle müssten wir jetzt einen anderen LS nehmen und zwar einen mit der Charakteristik C, weil hier können wir den 5- bis 10-fachen Bemessungsstrom haben. Kommen wir zum thermischen Auslöser. Im Falle einer Überlastung. Ein LS, Charakteristik B, C und D, kann länger als eine Stunde mit 13% überlastet werden. Dabei darf es zu keiner Auslösung kommen. Bei einer Überlastung von 45% muss die Auslösung innerhalb von einer Stunde erfolgen. Wir bleiben immer noch bei unserem LS B13. Also rechnen wir mal die 13 Ampere mal 1,13. Da kommen wir auf diese 14,69 Ampere. Also diesen Strom muss er mindestens eine Stunde halten können. Aber es kann auch gut sein, dass er nicht auslöst. Jetzt nehmen wir noch den großen Prüfstrom. Das wären mal 1,45, ergibt 18,85 Ampere. Hier dazwischen wird der LS irgendwo auslösen, kann er auslösen, aber muss nicht. Ab 18,85 Ampere muss er auslösen. Das zeige ich euch nun an diesem Beispiel. Wir stecken nun in einem Zimmer einen Heizlüfter ein mit einer Leistung von 2 Kilowatt. Jetzt nehmen wir eine der wichtigsten Formeln, Leistung gleich Spannung mal Strom. Wir wollen nun den Strom berechnen, können wir das so umwandeln und das ergibt 8,7 Ampere. Diese 8,7 Ampere fließen nun hier durch unseren LS durch. Der löst nie aus, denn es ist ja eine 13 Ampere Sicherung. Gut, jetzt kommt die Mutti und steckt im zweiten Raum nochmals genau den gleichen Heizlüfter ein. Jetzt fließen durch unsere Leitung 17,4 Ampere. Das ist zwischen dem kleinen Prüfstrom und dem großen Prüfstrom. Wenn wir jetzt keinen LS hätten, würden diese Leitungen hier wärmer und wärmer werden, bis sie im blödsten Fall anfangen zu brennen. Ist immer abhängig vom Querschnitt, von der Umgebungstemperatur, von der Leitungslänge, von der Verlegeart und so weiter. Je dicker der Querschnitt, desto mehr Strom kann ein Kabel führen. Gut, die 17 Ampere, die fließen, geteilt durch unsere 13 Ampere Sicherung, ergibt einen Faktor 1,34. Jetzt können wir in unserer Tabelle mal nachschauen, was das bedeutet. Wir haben hier
die verschiedenen Auslösecharakteristiken B, C und D. Dieser Bereich ist die elektromagnetische Ausschaltung und dieser Bereich ist für die thermische Auslösung. Alles dazwischen ist undefiniert, wann der auslöst. Hier überschneiden sich die beiden Auslösesysteme. Wir nehmen nun den 1,34-fachen Nennstrom und tragen den hier in dieser Tabelle ein. Jetzt können wir hier sehen, der LS wird irgendwo zwischen 100 Sekunden und 1900 Sekunden auslösen. Wenn jetzt Mutti kommt und noch einen Ofen einsteckt, dann haben wir ungefähr 26 Ampere. Das wäre der zweifache Nennstrom. Das können wir auch wieder hier sehen. Beim zweifachen Nennstrom wird er irgendwo zwischen 13 Sekunden und 60 Sekunden auslösen. Beim siebenfachen Nennstrom, weil es ein Charakter B ist, wird er unter 0,01 Sekunden auslösen. Beim vierfachen Nennstrom kann es sein, dass der elektromagnetische Auslöser zuerst ist und schon anspricht, und wenn der thermische Auslöser anspringt, dann spätestens bei 6 Sekunden. So, und nun noch schnell zu den Querschnitten. Wir kommen von unserer Vorsicherung mit 10 Quadrat zum Beispiel. Nach dem FI geht es weiter mit 10 Quadrat bis auf die Klemmen und eingangsseitig LS. Nach dieser B13-Sicherung können diese Adern 1,5 Quadrat sein. Und das ist in der Schweiz so der Standard in einer einfachen Hausinstallation. Hier noch ganz schnell eine Tabelle mit den Leiterquerschnitten und der Absicherung. In der Schweiz sichern wir 1,5 Quadrat Kabel mit 13 Ampere ab. Das gilt für normale Steckdosenstromkreise und Lichtinstallationen. Wir haben natürlich auch 16 Ampere Steckdosen. Da ziehen wir dann ein 2,5 Quadrat Kabel. Es sei gesagt, ich spreche hier von einer normalen Hausinstallation. Wenn ich hier natürlich eine 250 Meter lange Leitung habe und die irgendwo in der Sahara bei 60 Grad steht, dann gelten ganz andere Vorschriften. Dann könnte es zum Beispiel sein, bei einem Charakter C LS, dass der minimale Kurzschlussstrom nicht in der Lage wäre, diesen LS innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abzuschalten. Dann müsste ich einen Charakter B einbauen oder wenn ich unbedingt einen C brauche, dann mache ich hier einen höheren Querschnitt rein. Aber solche Sachen müssen bemessen werden. So, Freunde der Werkstatt, jetzt habt ihr ziemlich viel gelernt. Wenn ihr nun wissen wollt, wie man das Ganze in der Praxis umsetzt, schaut doch das Video FI und LS Installation. Das ist der zweite Teil über dieses Thema mit vielen Beispielen und zusätzlichen Informationen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Das ist absolut gratis und hilft meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.